Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Nachmittag. Geklaut, aber der geilste Spruch, den es gibt. Peace. Geil. Also hier gerade unsere Aussicht. Liebe Grüße aus Gries. Und zwar wollte ich heute noch ein Update hochladen, aber die Neuigkeiten sind deutlich schlechter, als ich mir das eigentlich erhofft hätte. Es gibt ein neues App-Update von Ducati Connect vom 15.05. Und die Verbindung funktioniert jetzt, also der erstmalige Verbindungsaufbau ohne Kleingedrucktes funktioniert jetzt verlässlich. Ich habe dazu auch schon was gedreht, aber ich habe die GoPro echt überschätzt, wie gut sie in der Nacht aufzeichnen kann oder bei schlechten Lichtverhältnissen. Es war komplett schwarz. Genau, hier ein, zwei kleine Ausschnitte. 7% Akku. Also, ihr glaubt es nicht. Eigentlich wollte ich heute nichts quatschen und ich wollte auch gar nichts quatschen. Ich wollte einfach nur Buffer-Eindrücke aus Gries liefern, aber verdammt nochmal, am 15.05. hat es ein Update gegeben bezüglich Ducati Connect und es ist nun nicht mehr Ducati Disconnect. Es ist nun Ducati Connect. Es funktioniert. Ich glaube, das war die erste durchgehende Fahrt, wo nichts abgebrochen ist. Genial. Schlimm, dass man sich darüber freut, aber toll. Wenn man hier zum Moped kommt und es einfach so sieht, auf diesem Schotter Playground, denke ich mir jedes Mal, Affen, mega, super geil. Genau, nachdem ich mir gedacht habe, ein schwarzes Video ist cool, habe ich mir gedacht, ein bisschen Licht ist vielleicht doch cooler. Deshalb grob zusammengefasst. Wir werden in Zukunft einfach 3 Use Cases definieren, anhand der wir die App testen. Und zwar der erste Use Case, man verbindet die App mit dem Moped. Es funktioniert alles und du kannst Ducati Connect am Moped nutzen. Voraussetzung natürlich, bei meinem Moped aktuell weiterhin mit der aktuellsten Software, ist ein Problem an der Main Unit. Es löscht die ganze Zeit wieder mein Handy, das heißt, das Moped vergisst einfach mein Handy, das heißt, es koppelt sich auch nicht automatisch, bedeutet auch, Ducati Connect kann gar nicht funktionieren, weil das Handy nicht gekoppelt ist. Also Pech, schlecht ausgedrückt. Beschissen, kann man aber nichts machen. Okay, zweiter Fall. Das Handy liegt in der Ladebuchse und nach einem Tankstopp zum Beispiel oder du machst irgendwo eine Pause, das Handy bleibt an der Stelle. Falls man das macht, im besten Fall halt mit Zweithandy, damit man mit seinem Handy auch telefonieren kann, WhatsApp oder Fotos machen. Also das Handy bleibt in der Ladebuchse und sobald du die Zündung anmachst, connectet es sich automatisch wieder. Genau, es versucht es aktuell, hängt sich bei mir aber zu 100% auf beim Connection-Versuch, bleibt immer im vorletzten State stecken. Schade. Muss man einmal abbrechen, einmal neu machen. Also das ist der zweite Use Case. Funktioniert aktuell noch nicht. Und der dritte Use Case, das ist ziemlich der wichtigste, weil deshalb, wir haben jetzt zwar den Connection-Aufbau, der verlässlich klappt und wir können das einmalig gut nutzen. Das Problem ist aber, sobald man irgendwie etwas emotionaler in eine Kurve reinfährt oder einfach ein paar kleine Serpentinen hat, wo du einfach engen Winkel fahren musst und du legst das Moped von links nach rechts, also es muss nicht schnell sein, es muss einfach nur aktiv fahren sein, dann trifft es bei meinem Handy immer den Power-Button und es nutzt gar nichts, weil sobald du den Power-Button drückst, schaltet sich das Handy-Display aus und die Connection bricht ab. Ich war jetzt eigentlich glücklich und der Original-Content der ersten beiden Videoaufnahmen war, es funktioniert gut und man kann es jetzt verlässlich nutzen, aber nein, es bringt leider vollkommen den Frust, weil du verlässt dich drauf, du setzt dich aufs Moped, du fährst los und nach 10 Minuten im schlechtesten Fall bei der ersten Kurve schaltest du irrtümlich dein Handy-Display aus, vorbei war's. Und dann siehst du nur, die Verbindung wurde abgebrochen, es ist ein Fehler aufgetreten. Die ganze Zeit. Sagen wir so, das Update bringt fürs Erste eine kleine Verbesserung, macht aber trotzdem noch nicht das Gesamtprodukt besser, weil es leider noch immer schlecht ist. Ich glaube, so kann man das gut auf den Punkt bringen. Hier jetzt noch ein paar Live-Erfahrungen, die wir letztens beim Fahren durch einige so Feldwege erhalten haben. War wirklich brillant. Nämlich noch ein anderer Fehler mit Südschik und dem Moped in Kombination. Sind wir sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Das weiß ich nicht. Das ist vielleicht der Moment, wo wir uns diese Frage stellen sollten. Ja. Darf ich absteigen? Ja, warte kurz. Ich stell mal. Ja, du darfst. Ich glaube nämlich, die Karte, die wir hier sehen, ist Bullshit. Die hat sich nicht gerührt, die letzten 500 Meter. Scheiße. Ja, Ducati Connect weiß auch nichts mehr von Connect. Okay. Nee, wetten, Südschik hat wieder die alte Position, ja. Ach, scheiße. Schade. Es gibt's doch nicht, dass es diesen Fehler noch immer gibt.
Es sagt einfach, wir stehen da oben auf der Landstraße. Ja, super. Ja, Google Maps sagt, wir stehen im Nirgendwo. Ja, das stimmt auf jeden Fall, glaube ich. Ist auf jeden Fall besser als Südcheck. Scheiße. Ich habe heute extra noch Maps.me downgeloadet. Ja. Für genau extreme Wege. Und der sagt, hier gibt es keinen Weg. Oh je. Und ja, ansonsten, ich hoffe, das Update hat euch gefallen. Es gibt vermutlich morgen noch ein weiteres Video. Ich sage danke fürs Zuschauen, immer gute Fahrt, viel Freude mit allen Mopeds da draußen und viel Freude in jedem Tag eures Lebens. Like und Abo da lassen. Bis bald. Tschüss. Aber natürlich noch, was wäre ein Video ohne nicht zumindest ein paar Eindrücke des Mopeds? Letztens habe ich es auch gefilmt. Auf Schotter sieht das immer hier grenzgenial aus. Und natürlich Sunset Time. Wir genießen hier nochmal die gute Stimmung und nochmal Tschüss raus in die Welt. Bis bald.